Die am häufigsten auftretende Augenkrankheit ist der graue Star. Rund 800.000 Patienten bekommen jährlich in Deutschland neue künstliche Linsen eingesetzt. Es kann jeden treffen. Jetzt gibt es eine neue Operationsmethode, die weltweit in nur 15 Kliniken angeboten wird. Eine davon steht in der Oberlausitz. Und die Praxis von Silvia Paulich in Cottbus ist weltweit sogar einmalig. Silvia Paulich ersetzt eine eingetrübte Linse durch eine neue künstliche. 2000 Mal im Jahr führt die Augenärztin diese OP durch. Denn der graue Star erwischt früher oder später jeden. Die Linse trübt sich eigentlich bei jedem Menschen im Laufe des Lebens ein. Spürbar dann ab 50, 55, 60, weil sich einfach Stoffwechselschlacken einlagern, oftmals auch Wasser einlagert. Der Blick wird milchig und neblig, so wie bei Marion Liebscher. Vor 1,5 Jahren bekommt die Angestellte die Diagnose grauer Star mit gerade einmal 45 Jahren. Auf Arbeit am Rechner, ich hatte dann schon die Bildschirmgröße auf 125% stehen. Meine Kollegen haben dann drüber gelacht, aber ich habe es einfach nicht mehr gesehen. Auch ihren Mann Holger erkennt sie ohne Brille nur schemenhaft. Seit ihrer Kindheit leidet Marion Liebscher unter ihrer starken Kurzsichtigkeit. Und mit den Jahren wurde es immer schlimmer. Schließlich ist sie halb blind. Dann eine 9. Also, nein, sehe ich schon nicht mehr richtig, ja. Heute wird sich das ändern. Unter Vollnarkose bekommt sie neue Linsen. Aber kein Standardmaterial, sondern den Mercedes unter den Linsen aus Silikon. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Methoden. Dieses Silikon ist noch nicht richtig auspolymerisiert. Das heißt, nach der Operation, wenn die Linse schon an Ort und Stelle ist, haben wir die Möglichkeit als Ärzte, die wir das anwenden, mit UV-Licht diese Linse nochmal nachzubehandeln. Das bedeutet wieder volle Sehkraft haben. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen von Marion Liebscher vor der OP. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hoffe, es schön ist, wenn man früh im Bett die Augen aufmacht und alles sieht schon. Wenn der erste Griff auf den Nachtschrank zur Brille sein wird, freue ich mich schon drauf. Zunächst aber ist die Prozedur genauso wie bei jeder anderen grauen Star-OP. Zuerst muss die alte Linse entfernt werden. Jetzt gehe ich mit einem Instrument ins Auge, das so in der Art wie ein Staubsauger arbeitet. Mit diesem Instrument wird der Linsenkern per Ultraschall zertrümmert, verflüssigt und gleichzeitig auch abgesaugt. Dann wird die Silikonlinse mit einer Spezialpinzette gefaltet und im Auge von Marion Liebscher platziert. Nach 20 Minuten Operationszeit ist fast alles vorbei. Das ist das Schöne, dass hier also die Operation noch nicht zu Ende ist, sondern der Patient hinterher eine individuelle Feinanpassung bekommen kann. Denn wegen der schwierigen Platzierung der Kunstlinsen im Auge müssen manche Patienten nach der OP immer noch eine Brille tragen. Wenn sie weiter vorn oder weiter hinten liegt, ist das also so, dass der Patient bis zu ±2 Dioptrien im postoperativen Ergebnis Schwankungen im Sehvermögen haben kann. 2 Wochen später. Feinschliff an Marion Liebschers neuen Linsen. Auge für Auge wird nun mit UV-Licht bestrahlt. Das Besondere an dieser Technik? Wir können durch unsere Bestrahlung den Patienten ermöglichen, nicht nur in der Ferne und im Intermediärbereich, also so Computerbereich, sondern auch in der Nähe ein Sehen ohne Brille zu verschaffen. 12.000 € hat Marion Liebscher die Augen-OP gekostet. Sehr viel Geld, aber das Ergebnis hat sie überwältigt. Da liefen mir die Tränen und ich war überglücklich. Also das ist alles so toll. Man kann sich es ja vorher immer schlecht vorstellen und dass es alles so geworden ist, wie man es sich gewünscht hat. Das ist wunderschön. Also ich bin ganz glücklich. Und die Linse soll ein Leben lang halten. Die einzige Brille, die Marion in Zukunft deshalb noch tragen wird, ist die Sonnenbrille. Alle anderen Sehhilfen hat sie bereits entsorgt.